Hallo und willkommen beim Filmgemaunze. Heute werfen wir einen Blick auf den aus dem Jahr 1954 stammenden Film Blut im Schnee mit seiner Spielzeit von 75 Minuten von Irwin Allen produziert, den man später eher für seine Katastrophenfilme kennen könnte, wie Flammendes Inferno, lief der Film unter dem Titel Dangerous Mission im Original. Ähm, Der Film ist ein bisschen schwierig, darüber etwas zu sagen, ohne sofort ins Spoiler-Territorium reinzukommen, aber ich versuche mal so im Groben mal irgendwie auszuholen. Der Film beginnt mit einem Auftragsmord der Mafia in einem New Yorker Club. Es gibt einen Zeugen, der entkommen kann. Das passt natürlich dem Auftraggeber gar nicht, weil so ein Zeuge und die Aussage könnte dann vor Gericht relativ fatal ausfallen. Also wird ein Auftragskiller losgeschickt, um den Zeugen zu beseitigen. Der Film wechselt dann über auf einen anderen Schauplatz ins Hochland von Montana, weil die Spur des Zeugen nämlich genau dorthin führt, in ein National Resort. Und dort trifft man dann als erstes auch auf Chief Ranger Joe Parker, der sich ein bisschen beschäftigen muss mit zwei Neuankömmlingen. Matt Hallett und Paul Adams, die beide um eine Verkäuferin an einem Touristenstand buhlen, nämlich Louise Graham. Und im Hintergrund haben wir dann noch eine Mordermittlung laufen gegenüber einem amerikanischen Ureinwohner, der eben wegen Mordes gesucht wird, Katunai Tiller. Ja, und an dem Punkt müsste ich jetzt eigentlich schon aufhören, weil alles andere wäre ein Spoiler. Der Film wurde damals von der Kritik relativ verrissen, kam am Publikum auch nicht besonders wahnsinnig gut an. Ihm wurde halt vorgeworfen, dass er relativ simpel strukturiert ist und sehr vorhersehbar daherkommt. Also er ist auf jeden Fall ein interessanter Genre-Mix aus Film Noir, aus Abenteuerfilm, bisschen Katastrophenfilm und Neo-Western steckt da auch noch mit drin. Ähm, Das Ganze ist natürlich dann am Ende weder Fisch noch Fleisch, weil man so viel alles zusammen in einen Topf reinschmeißt. Aber zumindest unter den vielen Filmen, die man so aus Hollywood kennt, und ich habe schon einige Filme gesehen, könnte ich jetzt aber auch keinen Film benennen, der irgendwie ein Pendant zu Blut im Schnee darstellt. Und das macht ihn dann doch wieder eigentlich relativ autark und unikat. Aber er könnte insgesamt, das ist richtig, vielleicht etwas spannender erzählt sein. Also gerade im Hinblick auf das Finale, das etwas gehetzt wirkt. Aber zumindest sind die Figuren ambivalent gedacht. Das ist schon mal ein Vorteil. Und wenn wir gerade bei Vorteile sprechen, der Film ist in Technicolor, damals in 3D gedreht worden und der Film umfasst ja auch das Genre des Film Noir, das man eigentlich eher in Verbindung bringt mit Schwarz-Weiß-Filmen, und der Film bricht ja hier gleich mit den Konventionen, indem er sich in Farbe präsentiert. Das ist eigentlich eher so ein übliches Klischee mit dem Film Noir und Schwarz-Weiß. Es gibt genug Beiträge des Genres, die in Farbe sind, aber hält sich halt immer noch relativ hartnäckig, das Ganze. Der Film ist sich übrigens dessen auch ganz durchaus bewusst. Man beachte nur die erste Szene, wenn der Mord in New York geschieht. Das ist schon deutlich angespielt auf genau diesen Punkt. Ähm, Die Figur des Killers, der wird ja vorgeworfen, dass es ja vorhersehbar ist, oder es beziehungsweise vorhersehbar ist, wer der Killer ist. Gut, kann man sehen, wie man will. Man muss vielleicht den Film auch irgendwo als Momentaufnahme sehen aus den 50er Jahren, würde ich sagen. Und ich glaube, aus dem Gesichtspunkt heraus, wenn man das mal bedenkt, ich kann es nicht genau erklären, weil sonst müsste ich was spoilern, aber könnt mir gerne dazu was in die Kommentare reinpacken, wenn ihr das anders seht oder gleich seht. Auf jeden Fall aus der Sicht der 50er bezogen würde ich sagen, ist das gar nicht mal so vorhersehbar gewesen. Aus unserer heutigen Sicht vielleicht eher, ja, wenn man den Film heute anschaut. Aber ich muss sagen, dass die Figur des Killers relativ
vielseitig oder zumindest nicht einseitig dargestellt wird. Er ist kein Stereotyp und er hat halt nur das Problem, dass der Film läuft dann so eine gewisse Zeit und dann wird irgendwann der Killer natürlich die Identität des Killers aufgedeckt und der wird dann relativ hektisch ins Finale reingehetzt, ja, also das ist, und da verliert die Figur dann auch am Boden, das ist etwas schade, obwohl das Finale für sich stehend des Films eigentlich ganz ordentlich handwerklich inszeniert ist, da kann man jetzt nichts sagen, das ist okay, ähm, aber es ist überhaupt interessant, obwohl der Film ja durchaus einfach strukturiert ist bis zu einem bestimmten Punkt, wie lange man es schafft, eigentlich die Identität des Killers zurückzuhalten, indem man versucht, davon abzulenken. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Vielleicht hätte man da mehr rauskitzeln können aus der ganzen Geschichte, aber immerhin, also muss ich auch sagen, es hat mich überrascht. Und weil ich am Anfang auch dachte, das ist sehr offensichtlich und dann kommt man doch ein bisschen ans Grübeln, ans Überlegen. Naja, es gibt einige eingebaute Katastrophenelemente in dem Film, wie zum Beispiel einen Waldbrand. Ich fand das eigentlich deswegen ganz interessant. Nicht unbedingt die Inszenierung, die ist in Ordnung, aber weil das Ganze dient auch noch, um noch mehr von dem Täter, von dem Killer irgendwie abzulenken, zumindest was seine Absichten angeht. Und das ist durchaus finde ich in Ordnung, also das passt schon. Wenn wir gerade bei Unikat sprechen, fällt mir gerade noch ein und Katastrophen. Es gibt in dem Film eine Szene mit einer Hochspannungsleitung und da muss ich jetzt auch sagen, da kenne ich jetzt auch keine entsprechende Szene, die mir in einem anderen Film einfällt, die genau so inszeniert wäre. Also auch hier relativ, zumindest was jetzt diese Kleinigkeit dieser Szene angeht, relativ unikat eigentlich. Wir haben in dem Film eine Kombi aus Darstellern. Naja, machen wir erstmal die Darsteller. Grundsätzlich lasse ich hier nicht ganz im Dunkeln tappen. In der Hauptrolle haben wir den wundervollen Victor Mature als Matt Hallett. Wir haben eine Piper Laurie als diese Verkäuferin Louis Graham. Wir haben Vincent Price als Paul Adams, einen Hobbyfotografen. Wir haben William Bendix als Chief Ranger Joe Parker und Betta St. John als amerikanische Ureinwohnerin Mary Tiller. Das ist ungefähr so der Hauptcast, würde ich sagen, der den Film ausmacht. Und mit Victor Mature und Vincent Price zwei große Namen auch hier, die auch gemeinschaftlich auch mehr als diesen Film miteinander gedreht haben. Das ist nämlich eigentlich schon der dritte von 4 Filmen. Es gab noch Moss Rose, die Spielhölle von Las Vegas und als 4. Film gab es dann noch die Welt der Sensationen, wo sie beide gemeinsam vor der Kamera standen. Und sie haben auch noch eines gemeinsam, sie haben im Deutschen beide den gleichen Synchronsprecher, nämlich Kurt Ackermann. Kurt Ackermann, der ja viele Schauspieler gesprochen hat, aber hauptsächlich also Victor Mature und Jeff Chandler, glaube ich, auf gleicher Augenhöhe. Aber er hat auch einige Filme Vincent Price synchronisiert, der hier übrigens von Wolfgang Lukschy gesprochen wird. Ja, der Film hat sich nicht unbedingt wirklich beliebt gemacht, das habe ich vorher schon erwähnt. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen, der Film weist eigentlich ein tolles Ensemble auf, das auch mit großartigen überzeugen konnte. Und der Film hat dadurch auch so, die Darsteller haben so eine gewisse Profi-Routine, die sie hier abliefern. Da könnte sich heutzutage der eine oder andere Film durchaus noch eine Scheibe abschneiden und ich glaube auch der eine oder andere Filmemacher für so eine Routineleistung wahrscheinlich seiner Darsteller wahrscheinlich nackt um den Weihnachtsbaum tanzen. Also das kann man dem Film hier wirklich nicht vorwerfen und mir hat er daher gesehen eigentlich relativ gut gefallen und wenn das auch nur vielleicht so das gewisse Guilty Pleasure ist, aber bin eigentlich relativ zufrieden aus dem Film rausgekommen und dafür gebe ich dem Film auch 6 von 10 Punkte und
finde das gerechtfertigt, aber mag jeder anders sehen. Wie gesagt, wenn ihr das anders seht, ihr könnt mir das gerne in die Kommentare reinpacken, eben auch auf den besagten Punkt von vorher. Und das war's mit dieser äußerst ungewöhnlichen Review für einen ungewöhnlichen Film, denke ich mal. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit. Schaut euch wieder mal einen netten Film an, wenn ihr die Zeit dazu habt. Vielleicht eben mal auch mal was Unikates. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.